Jetzt starte ich eine Live-Quotex-Handelssitzung. Mal sehen, wie viel wir aus einer kleinen Stadtanlage machen können und wie viel Geld ich heute aus Quotex nehmen werden. Ich verspreche, es wird spannend. Fangen wir an. Hallo zusammen, Sie werden wahrscheinlich überrascht sein, wenn ich Ihnen sage, dass es eine sehr einfache Strategie gibt, die Ihnen zum Beispiel mehr als $2000 für 10 Minuten bringen kann. Ich werde versuchen, diese Wörter in Aktion heute durch den Handel mit einem sehr beliebten und einfachen Indikator zu bestätigen, aber es gibt einige Nuancen zu beachten, von denen der Erfolg Ihrer Handelssitzung direkt abhängt. Wenn Sie also daran interessiert sind, Ihr Kapital zu vermehren, sollte Sie sich das Video aufmerksam ansehen. Auf Wunsch einiger meiner Abonnenten handeln wir heute auf einer anderen Plattform. Vergessen Sie nicht, dass Sie die besten Handelsbedingungen über den Link im angehefteten Kommentar finden können. Also unser heutiges Hilfsmittel ist der Indikator gleitender Durchschnitt oder Moving Average. Wir fügen die erste Linie des gleitenden Durchschnitts hinzu. Seine Periode ist 11. Der Typ ist EMA. Ich mache diese Linie etwas dicker und die Farbe ist zum Beispiel grün. Dann fügen wir den zweiten identischen Indikator hinzu, aber mit einer Periode von 56. Auch hier ist die Typ EMA. Wir belassen die Farbe grün und machen die Linie noch dicker. Als Ergebnis erhalten wir zwei glättete durchschnittliche in der Grafik, mit denen wir heute arbeiten werden. Unser heutiges Ziel ist also, in einer Handelssitzung mehr als $2000 Nettogewinn zu erzielen. Nehmen wir also das für 5 $400 Geschäfte machen und sie alle mit Gewinn abschließen, dann haben wir unsere $2000 erreicht. Wie auch immer, wir werden den Betrag des Deals während des Prozesses bearbeiten. Zurück zu dem Geschäft selbst. Wie ich bereits gesagt habe, gibt es neben der eigentlichen Strategie eine Menge Feinheiten. Ich werde sie nach und nach beschreiben. So. Es gibt zwei Linien. Die erste Linie ist die schnelle grüne Linie, die zweite Linie ist die langsame rote Linie. Die Schnittpunkte der beiden Linien sind unsere Signale. Aber es gibt ein Aber. Heute werde ich versuchen, nur Signale für den Anstieg zu verwenden. Denn wie die Praxis zeigt, wie die Statistik zeigt, langfristige Kaufsignale funktionieren ein bisschen besser als Senkungssignale. Dies ein bisschen wird unser heutiges Ergebnis ausmachen. Sie sind ein bisschen besser. So, wir sehen den Schnittpunkt der beiden Linien. Wir müssen verstehen, dass die grüne Linie die rote Linie nach oben kreuzen muss. Das ist der Zeitpunkt, an dem wir ein Geschäft abschließen, wenn wir bereits zu spät sind. Zum Beispiel, jetzt habe ich auf diesem Währungspaar eingegeben, aber der Preis hat bereits viel höher gegangen. In diesem Fall gehen wir das Risiko nicht ein. Sonst können wir durch eine plötzliche Korrektur Marktgeld verlieren. Behalten Sie also das im Hinterkopf, suchen Sie schnell nach einem potenziellen Signal in allen Grafiken und speichern Sie die Werte, um schnell zwischen den Grafiken wechseln zu können, in denen ein Scheitpunkt auftreten könnte. Und suchen wir zum Beispiel hier vor kurzem vor einer Kerze trat der Schnittpunkt auf. Der Markt ist noch nicht so gestiegen und wir machen ein Geschäft. Jetzt kommen wir zur ersten Nuance. Achten Sie auf Folgendes. Der Zeitrahmen meiner Kerze ist im Moment viel kleiner als die Ablaufzeit meines Deals. Ich handle mit einminütigen Deals, sie sind sehr kurz, aber ich mache das hauptsächlich, weil ich das Video aufnehme. Ich will nicht, dass es eine Weile dauert. Ich muss Ihnen so viele Informationen wie möglich in so wenig Zeit wie möglich geben. Deshalb ist die Zeit meines Deals 4-mal so lang wie der Zeitrahmen meiner Kerze. Wenn Sie diese Strategie selbst ausprobieren möchten, empfehle ich Ihnen mindestens 1 Minute als Zeitrahmen für Ihre Kerze zu verwenden. Denn im Moment brauchen meine Kerzen nur 15 Sekunden, um sich zu bilden. Sie können diesen Timer genau hier sehen. Das bedeutet, dass noch 14 Sekunden verbleiben, bis die Kerze gebildet ist.
Wenn wir den Timer auf 10 Minuten umstellen, zum Beispiel, wird eine Kerze, zum Beispiel eine rote oder grüne, 10 Minuten brauchen, um sich zu bilden. Ich denke, hier ist alles klar. Nun zur Vierfachstatistik. Warum mit 4 multipliziert? Es ist nicht unbedingt 4 mal Größe. Ich dachte nur, dass dies ein optimaler Zeitpunkt für ein Geschäft im Vergleich zu diesen Kerzen wäre. Da der Indikator nicht instantan ist, kann der Markt nach diesem Schnittpunkt sowohl steigen als auch fallen, während global gesehen ein steigender Trend zu erwarten ist. Global so. Um unsere Risiken und Chancen zu verringern, diese Korrekturen zu erleben, wie die jetzt gerade passiert. Um die Risiken und Chancen zu verringern, zu verlieren, wir machen einen langen Deal. 4 Kerzen geben uns mehr Garantie, dass der Markt höher als das Niveau endet, bei dem wir das Geschäft eröffnet haben. Ich hoffe, dass hier alles klar ist. Weiter geht's. Suchen wir nach der nächsten Situation. Also Leute, der nächste Moment. Ich weiß die Nummer nicht mehr genau, aber wenn ihr so etwas auf der Grafik seht, einen Haufen Kreuzungen, dann könnt ihr diese Situation gerne auslassen. Wir sollten niemals mit einer solchen Grafik handeln. Der Preis ist im Grunde durch eine enge Handelsspanne eingezwängt. Das sind die obere und die untere Linie. Es handelt sich im Wesentlichen um eine Seitwärtsbewegung. Natürlich sollte man nicht einmal daran denken, innerhalb dieser Seitwärtsbewegung zu handeln, denn unsere heutige Strategie sieht vor, einen Trendwechsel zu erwischen. Was bedeutet das? Lassen Sie es mich noch einmal erklären. Die Grafik bewegte sich eine Zeit lang in einem Abwärtstrend, dann kam es zu einer kleinen flachen Bewegung und dann beginnt die Grafik sich in einem Aufwärtstrend zu bewegen. Inzwischen liegen unsere beiden Hauptlinien in dieser Richtung. Dies ist die langsame Linie und dies ist die schnelle Linie hier. Auf diese Weise bestätigt der Schnittpunkt der beiden Linien, dass sich der Markttrend geändert hat. Wenn sich der Markt innerhalb einer so engen Seitwärtsbewegung bewegt, gibt es keinen Trend. Deshalb gibt es eine Menge falsche Signale. Hier sind sie. In solchen Fällen können Sie Ihr Geld verlieren. Behalten Sie das im Hinterkopf. Um ehrlich zu sein, wähle ich schon seit einer Weile ein Währungspaar für das nächste Signal aus. Viele Situationen, in denen die Grafik fehlt. Viele Situationen, in denen sich die Grafik in einer engen Seitwärtsbewegung befindet, eine flache Bewegung. Ich bin mir sicher, dass viele von Ihnen nicht so geduldig wären und mehrere Geschäfte zumindest sehr ungewiss im Ausgang eingegangen wären. Jetzt glaube ich, dass ich endlich eine Grafik gefunden habe, bei der wir unseren Deal für den Anstieg machen können. Es ist wichtig, dass Sie die Linie jetzt endlich kreuzen. Allerdings wollen die Kerzen bisher nicht so recht erscheinen. Es gibt noch keinen Schnittpunkt. Ich warte auf eine gute grüne Kerze, um einen fixen Schnittpunkt zu sehen. Zum Beispiel warten wir. Also jetzt. Super. Wir eröffnen ein 500 $ Geschäft für 1 Minute. Die Grafik sieht ganz gut aus. Sie hat eine wellenförmige Struktur. Es gab einen Abwärtstrend, ein schönes Signal für einen Anstieg. Dann hat der Kurs wieder korrigiert und ist jetzt wahrscheinlich bereit, nach oben zu gehen. Ich denke, weitere Kommentare sind überflüssig. Alles läuft nach unseren Regeln. Es bleiben noch 30 Sekunden. Beobachten wir einfach und warten wir. Ja, nicht die sicherste Sage. Diese Korrektur hätte alles ruinieren können, aber wie ich schon sagte, der Markt bleibt in seiner Aufwärtsbewegung. Und um bei solchen Korrekturen nicht zu verlieren, verwenden wir unterschiedliche Zeitrahmen für Kerzen und Handelszeit. Mit der normalen Strategie während der Handel normalerweise, ich probe, verwenden 1 Minute hier und 1 Minute da. Hier 1 Minute und hier 1 Minute. Aber diese Strategie impliziert solche Nuancen. Man sollte das natürlich im Hinterkopf behalten, wenn man hierher gekommen ist, um Geld zu verdienen.
Also, wir bereiten vor. Alles läuft nach den Regeln. Wir warten auf eine Kreuzung, die grün muss unbedingt über die roten gehen. Super, der Schnittpunkt ist fixiert. Die Kerze hat sich gebildet, also öffnen wir ein Geschäft für einen Anstieg. Diese Situation ist ziemlich lakonisch. Sie gefällt mir sehr gut. Es gibt eine wellenförmige Struktur in der Grafik. Das ist genau das, was ich empfehle, um innerhalb zu handeln. Hier gab es eine steigende Bewegung, dann ging sie eine fallende über. Der Indikator hat diesen Rücken bestätigt. Und jetzt handeln wir in die entgegengesetzte Richtung nach oben. Ich würde hier nicht einsteigen. Wie ich bereits gesagt habe, ist eine unserer Hauptregeln in dieser Strategie, wir handeln nur nach oben. Sie können natürlich auch andere Methoden ausprobieren, aber wie ich schon sagte, meiner Erfahrung nach sind Geschäfte auf steigende Kurse. Mit dieser Strategie, ich spreche nicht von anderen. Häufiger eher erfolgreich als Geschäfte auf fallende Kurse. Also kann ich mir diese Chance nicht entgehen lassen, außerdem ist sie bereits unser viertes profitables Geschäft. Super. Dann kann nicht anders, als sich zu freuen. Wir brauchen nur $260, um über $4.000 in unserem Kontostand zu kommen, um damit die $2.000 insgesamt zu verdienen. Weiter geht's. Also, ich denke, diese Deal ist auch ziemlich offensichtlich. Um ehrlich zu sein, hat mir die heutige Strategie sehr gut gefallen. Ich werde versuchen, sie morgen in einer kostenlosen Trading-Session oder Handelssitzung auf meinem Telegram-Kanal in der Praxis auszuwenden. Wer also Lust hat, mit mir zu traden oder zu versuchen, mit Signalen Geld zu verdienen, herzlich willkommen. Die Teilnahme ist kostenlos. Ich denke, wir können jetzt zusammenfassen. Es sind noch 20 Sekunden bis zum Abschluss dieses Deals. Ich bin mir fast 100% sicher, dass es mit Gewinn abgeschlossen wird. Der wichtigste ist, erstens, wir handeln nur bei steigenden Kursen. Wir gehen keine Geschäfte ein, wenn der Markt bereits viel höher ist als das Signal. Drittens, die Verfallszeit sollte viel länger sein als der Zeitrahmen einer Kerze. Und viertens, wir handeln nicht innerhalb von Seitwärtsbewegungen, während der Markt eine flache Bewegung aufweist. Fünftens, stellen Sie sich sicher, dass Sie warten, bis der Schnittpunkt bestätigt wird. Befolgen Sie diese Ratschläge und Sie werden begeisternd sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in meinem nächsten Video.